Das hier ist jetzt noch so ein bisschen das Flachland bzw. Hügelland von Veracruz, dem nächsten Bundesstaat, in dem wir jetzt angekommen sind vor ein paar Tagen. Und jetzt geht es so ein bisschen von der Küste weg, oder die Golfküste, die haben wir schon verlassen. Und wir nähern uns langsam den ersten Bergen. Es wird jetzt die nächsten Tage so eine erste leichte Bergetappe geben durch die Sierra Marta auf dem Weg zu dem Catemaco-See. Das ist so ein Bergsee, soll ziemlich schön dort sein. Da sind wir schon sehr gespannt, dort anzukommen. Es sind jetzt 3 Tage, 3 Etappen ungefähr durch die Berge. Heute geht es langsam los. Dann kommen wir da beim See an. Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt, wie das Ganze mit Kira, mit dem Anhänger funktioniert durch die Berge. Wir hatten jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen kleine Hügel und so. Ein paar hundert Höhenmeter haben wir auch schon gemacht pro Tag. So. Ich glaube 300 oder 400 Höhenmeter haben wir mal an einem Tag gemacht. Ging eigentlich ganz gut, aber schauen wir mal, wie es wird, wenn man jetzt so kontinuierlich 5, 6, 7, 8% Steigung hat. Bisschen Schotterpiste werden wir, glaube ich, auch noch dazwischendurch haben. Jetzt dürft ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was denn eine Sternfrucht in Deutschland im Supermarkt kostet. Hier liegt der ganze Boden voll mit den Teilen. Und so sieht ein Sternfruchtbaum aus. Da oben wachsen sie. Und vielleicht schnappen wir uns doch eine. Ah, die sind aber noch nicht reif, die da oben hängen. Die, die unten liegen, sind reif, und die, die im Baum hängen, sind noch nicht reif. Ja, hier wachsen die Sternfrüchte am Straßenrand. Sehr cool. Nun gut, kurze Pause gemacht, hier mit den Leuten ein bisschen geschnackt, ein bisschen die Weltkarte gezeigt. Die Kids waren ziemlich interessiert daran, hatten, glaube ich, noch nie eine Karte gesehen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ziemlich schön, ziemlich gut. Kira wird jetzt gerade noch gestillt. Dann düsen wir gleich weiter, 15 Kilometer noch. Sollten wir eigentlich relativ flott schaffen, denken wir. Und dann kommen wir an einem Fluss an, bei einem ganz coolen Hotel, glaube ich. So ein Eco-Touristico-Hotel. Kann man dann vielleicht noch mal ein bisschen baden und so. Das glaube ich ganz gut. Sehr schön. Schauen wir uns an. Mit 2 Betten. Allerdings sind echt viele Moskitos. Hier geht's eigentlich. Ja, da unten war hier schon ziemlich umgeben von Moskitos. Aber sind schon Moskitonetze überall? Im Fenster nur, quasi übers Bett nicht. Und da ist zerpickst. Was ist das da unten auch? Diese. Oh, da auf dem Knie. Oh lala. Ich verlasse das Gelände nicht, Kira auch. Genau, ihr beiden bleibt hier schön den ganzen Tag in der Bude. In der Bude. Ich war auch gerade draußen. Eigentlich bin ich immer derjenige, der von den Moskitos attackiert wird. Du warst noch ein bisschen weiter. Runter, da wo mehr zum Fluss geht. Kannst du gucken. Ich gehe erstmal duschen jetzt und dann rieche ich nicht mehr. Und dann wage ich mich mal da unten in das Moskitogebiet.
Ich hoffe mal, das ist die steilste Etappe. Sehr schön, geschafft. Nur ein kleines Stückchen, weiß nicht, 200 Meter oder so. Jetzt sind wir wieder auf der Hauptstraße. Guter Asphalt. Sehr schön, ganz leichte Steigung heute. Auch nur 20 Kilometer Etappe und ich glaube 400 Höhenmeter oder so. Sollte gut machbar sein. Geht schon wirklich ziemlich gut bergauf. Jetzt schon ein, zweimal sogar 10% Steigung, was ich nicht erwartet habe. Ich hätte gedacht eigentlich, dass es mehr so gemütliche 5% sind und man einfach langsam darauf tuckert. 10% mit diesem Gespann sind schon echt ganz schön anstrengend. Aber ein bisschen was haben wir auch schon geschafft. 300 Höhenmeter haben wir schon. Von insgesamt 800 oder so, glaube ich. Ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, die Straße wird auf jeden Fall noch ein bisschen schlechter. Gucken wir mal. Die Straße ist auf jeden Fall im Moment gut. Schön asphaltiert. Kein Problem. Aber steil ist es schon.
erste Etappe mehr oder weniger geschafft. Ja, jetzt noch irgendwie 2 Kilometer auf dieser Straße bergauf und dann wird wahrscheinlich die Straße ein bisschen schlechter. Insgesamt jetzt noch ungefähr 5 Kilometer bergauf, dann 10 Kilometer so hoch runter und dann 5 Kilometer bergab und dann sind wir am Catemaco am See angekommen. Das ist die Etappe für heute. Wird anstrengend, definitiv. Da kriegen wir schon hin, denke ich. Jetzt gibt es erstmal ein paar Snacks. Diese Erdnüsse mit Zucker und solche Erdnüsse hier mit so einer Teigummantelung. Rein damit. Michel fährt wie eine Maschine. Bei mir lassen die Kräfte schon langsam nach. Ich hoffe, dass wir jetzt die größte Berg geschafft haben. Michael hat gechittet. Er hat eine Flasche Cola getrunken. Deswegen hat er noch so viele Kräfte. Oh, ich bin schon aus den letzten Kräften zu kämpfen. Sehr schön und wir haben es gleich geschafft. Der letzte kleine Berg liegt jetzt vor uns. Wir machen noch eine kurze Pause. Kira wird noch einmal gestillt. Das war echt ziemlich anstrengend, teilweise 10% Steigung gehabt. Das ist wirklich absolute Obergrenze mit dem Anhänger. 5% war noch wirklich ziemlich entspannt und easy, aber 10%, da bin ich dann teilweise wirklich mit 2,5 km/h oder sowas langsam hochgetreten. Also wirklich volle Power einfach rein in die Pedale. Uff, das war echt ganz schön krass. Das Wetter war glücklicherweise auf unserer Seite. Sieht auch so aus, dass es passt. Ist jetzt halt so ein bisschen bewölkt, so ein bisschen regnerisch oder so ein bisschen nieselig. Es nieselt jetzt auch gerade so ein ganz bisschen. Aber es ist halt sehr angenehm, weil es einfach nicht so heiß ist. Wir dementsprechend auch ein bisschen entspannter fahren können. Und mehr Zeit haben quasi nicht wegen der Hitze jetzt irgendwie auch noch irgendwo ankommen müssen, sondern jetzt können wir ganz entspannt ins nächste Dorf fahren. Das sind irgendwie 3 Kilometer noch, glaube ich. Colonia Magdalena. Und von da aus geht es dann bergab an den Catemaco-See. Hui, geile Etappe auf jeden Fall. Richtig geil, anstrengend, aber richtig cool, mal wieder in den Bergen unterwegs zu sein. Glück gehabt auch mit der Straße, dass die wirklich so gut ist nach wie vor hier. So ein Beton irgendwie so, also Asphalt ist es nicht so richtig, irgendwie so eine Art Beton oder so, keine Ahnung. So Betonplatten oder so, aber ist wunderbar, fährt sich super. Ich glaube halt nach dem Dorf, da geht es dann bergab. Da wird dann, glaube ich, tatsächlich doch Schotterpiste sein. Aber gut, da tuckern wir dann ganz langsam runter und kommen dann heute Abend irgendwann im Hotel an. Das passt auf jeden Fall. Hier haben wir komplett Mexiko und in Blau ist die Route, die wir vor 2 Jahren hier gefahren sind. Und in Rot quasi die Route, die wir jetzt bisher gefahren sind. Von Cancun über Mérida, Campeche, Ciudad del Carmen. Jetzt sind wir in Veracruz unterwegs. So, und hier sind wir jetzt. Auf dem Weg zum Catemaco-See, wo wir dann heute Abend ankommen. Und auch hier wieder in Rot quasi den Weg, den wir gekommen sind, durch die Berge.
der neue Tag. Wir müssen uns ausruhen von der Etappe gestern. Wow, was für ein Tag. Ich bin sogar ein bisschen angeschlagen noch. Es war ja in Emotionen ganz viel, quasi diese Bergetappe haben wir jetzt gewagt, in eine richtige Berge zum ersten Mal mit Kira zu fahren. Wir haben uns schon quasi, ja, das alles sehr genau geplant. Das waren 40 Kilometer, das war sehr machbar innerhalb des Tages, aber ja, man überlegt sich, man plant, aber man kann nichts planen. Auf einmal wollte Kira viel länger Pause machen oder danach hat es so heftig geregnet. Wir haben den Anhänger verriegelt, die Regenponchos angezogen und gehofft, dass es jetzt gleich vorbei ist. Oh, jetzt fängt es auf den letzten Metern doch noch an zu regnen. Hier haben wir jetzt gerade einen ganz guten Baum gefunden zum Unterstellen. Aber ich weiß nicht, wie lange der dicht hält. Ah, schon ein bisschen, ne, da vorne. Auf dem letzten, na nicht Kilometer, aber auf den letzten, weiß ich nicht, 2-3 Kilometern. Na gut, müssen wir durch. So einfach ist es. Echt süß. Hat echt eine Stunde richtig geregnet und nach, glaube ich, 4. Stunde haben wir ein bisschen abgewartet, dann sind wir einfach weitergefahren. Die Temperatur ist auf jeden Fall runtergefallen, deswegen bin ich ein bisschen angeschlagen, weil es wird geschwitzt, nass und auf einmal viel kühler. Im Anhänger war, weil wir das alles verschlossen haben, die Temperatur richtig gut. Für Kira war das ganz gut, aber wir konnten sie wirklich da in dem Moment auch nicht rausholen oder nicht mit ihr spielen oder stillen oder ich weiß nicht, weil es hat so dermaßen gegossen und war nirgendwo zum Runterstellen. Da habe ich auf jeden Fall gedacht, oh wow, das ist echt sehr abenteuerlich, was wir machen. Aber zum Glück war sie in dem Moment noch zufrieden, als sie raus wollte, dann hat es fast aufgehört zu regnen. Wir haben das irgendwie mit einem Regenschirm und Ponchos irgendwie gemacht. Und nachher die letzten 4 Kilometer war die Straße richtig schlecht. Und da hatte sie auch schon nicht mehr richtig Lust, im Anhänger zu sitzen. War ja mit viel Pausen, aber mehr oder weniger haben wir echt den ganzen Tag für die 40 Kilometer Etappe geplant. Kann ich auch verstehen, dass die auch schon nicht mehr Lust hatte, das weiterzumachen. Mussten wir echt viel singen, sehr langsam. Wir haben fast die ganze Zeit nach unten dann schon geschoben. Aber um 6 Uhr abends kamen wir da bei dieser Kampagne an und ja, und wie gesagt, das war so, ich wusste, dass es nicht anders kommen kann, weil wir bis jetzt alles, was wir vorgenommen haben, geschafft haben. Das finde ich echt schön. Und jetzt sind wir an diesem wunderschönen See Catemaco. Gestern aus der Cabana konnten wir auch schon den See sehen und als wir den Berg runtergefahren sind, konnten wir das in so einem Wolkennebel sehen und jetzt sitzen wir hier und gucken uns ein bisschen Sonnenuntergang an, ein bisschen Sonnenstrahlen kamen durch die Wolken, super schön. Heute echt sehr entspannten Tag gemacht, weiß ich nicht, 15 Kilometer gefahren auf der geteerten Straße. Jetzt hier auch an so einem Campingplatz an einem See. Richtig schön. Und morgen fahren wir nach Catemaco City, irgendwie so eine größere Stadt, was Catemaco heißt und was am Catemaco See ist. Ja, auf jeden Fall, wir haben gelesen, dass der Stadt sehr gute Verbindung oder quasi so, das Stadt heißt Stadt der Hexen und Zauberern. Das hört sich auch sehr interessant an. Und wer das nicht verpassen will,
auf jeden Fall bei dem nächsten Video wieder anschalten und für dieses Video ist jetzt Schluss. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!